Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal oder herzlich willkommen auf unserem Kanal, falls du hier neu bist. Ich würde mich freuen, wenn du hier das Video vielleicht jetzt anguckst und auch mal auf unserem Kanal vorbeischaust und gegebenenfalls auch abonnierst, wenn es dir gefällt. Hier geht es um klassisches Haarstyling, um auch modernes Haarstyling, um Haarpflege und um alles, was der Mann von heute sozusagen braucht. Ich mache heute wieder ein Pomade-Review für euch heute und zwar haben wir es jetzt langsam alle Pomaden von Share Revival durch, aber eine fehlt noch und da Share Revival so eine Herzensmarke für mich persönlich ist, mache ich heute das Review der letzten dieser Pomaden, die wir bei unserem Sortiment haben, und zwar ist es die Younger Days von Share Revival oder auch die Gelpomade von Share Revival. Jetzt sind natürlich die ölbasierten Fans wieder ein bisschen enttäuscht, warum jetzt gibt es schon wieder nur ein wasserbasiertes Produkt. Bin ich ganz bei euch, ich bin ja eigentlich auch eher so der Fan von den ölbasierten Geschichten, aber vielleicht bleibt ihr trotzdem mal dran, denn die Share Revival Gelpomade ist schon ein bisschen was Besonderes, finde ich. Und zwar, wie alle Share Revival Produkte, geht es hier sehr stark um Natürlichkeit und um pflanzliche Inhaltsstoffe. Und das ist für eine Gelpomade ja relativ untypisch, denn jeder, der sich ein bisschen mit Pomade mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass Gelpomaden immer so ein bisschen verrufen sind, dass da immer ein bisschen mehr synthetische Stoffe drin sind, immer so viel Chemie und weniger auf Natur geachtet wird. Und ja, das stimmt zu weiten Teilen auch. Genießt dafür natürlich andere Vorteile, wie eine ganz leichte Auswaschbarkeit zum Beispiel. Und dazu sei gesagt, auch in der wasserbasierten Gelpomade ist nichts drin, was irgendwie schädlich für euer Haar oder Kopfhaut ist, außer ihr habt irgendwelche Allergien oder so. Aber es ist trotzdem alles EU-zertifiziert, Kosmetikverordnung und alles strenge Richtlinien. Nichts, was euch irgendwie die Haare kaputt macht oder so, aber natürlich ein bisschen weniger Haarpflege als in so einem ölbasierten Produkt drin. Aber jetzt mal zurück zu der Gelpomade hier. Hier seht ihr nämlich schon, wenn ihr aufs Etikett schaut, zwei kleine Icons und da steht bei einem Icon dabei, dass dieses Produkt, obwohl es eine Gelpomade ist, 94% aus Pflanzen und aus mineralartigen Produkten gewonnenen Stoffen ist. Also 94% aus Natur besteht und dazu auch noch vegan ist. Das heißt, wir haben ja keine tierischen Inhaltsstoffe, sondern fast nur pflanzliche Inhaltsstoffe. Und die lese ich euch jetzt auch einmal vor, beziehungsweise gehe einmal die Inhaltsstoffliste mit euch durch. Wir haben hier, was mir sehr gut gefällt, gar nicht eine Wasserbasis, sondern wieder eine Aloe Vera Saftbasis, was ich sehr cool finde, weil Aloe Vera Saft nochmal so ein bisschen hautpflegender, hautberuhigender ist und das auch super auf der Kopfhaut ist. Dann haben wir ein paar Stabilisatoren und Emulgatoren, die eben immer wichtig sind für so eine Gelpomade, dass sie eine gewisse Stabilität, dieses Gel eben, diese Form behält und eben aber auch sich mit den öligen Inhaltsstoffe oder wachsigen Inhaltsstoffen, die gleich noch kommen, da auch schön vermischt und das auch so bleibt und sich nicht absetzt. Da komme ich nämlich jetzt gleich schon zum ziemlich weit oben stehenden Castor Oil oder eben Rizinusöl auf Deutsch, das hier wieder mit enthalten ist, was super für die Haarpflege ist. Weiter hinten ist dann auch Candelilla-Wachs, also ein pflanzliches Wachs. Mit dabei ist auch eine Mango-Butter oder genauer gesagt Mango-Kernbutter, was ich sehr cool finde. Mandarinen-Schalenöl ist drin, Grapefruitöl ist mit drinnen. Und dann noch der letzte Inhaltsstoff, relativ kleine Menge drin, aber ist ein Baumharz, ein pflanzliches Harz, was hier drin Verwendung findet, was, denke ich, auch für den Halt und für die Textur ein bisschen mitverantwortlich ist, auch wenn es nur in relativ kleiner Menge drin ist, aber finde ich sehr cool. Und wenn wir jetzt mal den wunderschönen Glastiegel hier öffnen, schaut es innen drin aus wie ja eine Gelpomade, allerdings so leicht milchig. So übrigens handgemacht, sieht man ja auch bei Gelpomaden, hat man das ja auch nicht so oft. Und vom Duft her sind wir wieder bei, was ich bei allen Share Revival Pomaden sehr cool finde, bei einem sehr natürlichen Duft, weil hier nämlich auch kein Parfüm drin ist oder irgendwas, was diesen Duft, was irgendeinen künstlichen Duft erzeugen soll, sondern es sind hier rein die pflanzlichen Inhaltsstoffe, die diesen Duft ausmachen. Da ist allen voran hier in dem Fall das Mandarinen-Schalenöl und das Grapefruitöl für verantwortlich, was den Duft hier ausmacht. Wir sind hier nämlich bei einer relativ zitrischen Note, aber wer ein paar Videos von mir kennt, weiß, ich stehe nicht so auf diese ganz puren Zitrusdüfte, vor allem nicht die so künstlich wirken, weil ich dann immer schnell so an Reinigungsmittel erinnert bin. Ich mag aber sehr gerne solche natürlichen Düfte und auch wenn sie Zitrusdüfte sind, auch die natürlichen Zitrusdüfte dann eben umso mehr. Und da ist hier wieder einer mit drin. Dieser Mandarinenduft, hier steht auch noch drauf, dass es nach Vanille riechen soll, hält sich für mich jetzt eher im Hintergrund. Für mich ist ganz klar dieser Mandarinen-Grapefruit-Duft, der rauskommt, aber so eine sehr natürlich, pflanzliche, leicht erdige Note, finde ich sehr, sehr schön.
Zur Anwendung kommen wir jetzt, und zwar, meine Haare sind produktfrei und trocken. Ich nehme jetzt mal einen Scoop raus. Wir haben hier eben, wie man es kennt, von einem Gel oder einer Gelpomade so ein Gelbatzen, aber ihr seht, es ist so ein richtig schön zähes Gel. Nicht so eins, wo man so einen Brocken in der Hand hat, sondern es wird so richtig, zieht Fäden. Erinnert mich jetzt spontan so ein bisschen an die Lucky Brown Water-Based Pomade. Das Coole bei der Lucky Brown ist ja auch, dass die relativ gut nachkämmbar bleibt, und das ist bei der Younger Days ähnlich. Vielleicht nicht ganz so gut, die wird schon so ein bisschen, natürlich ist eine Gelpomade fester im Haar, härtet ein bisschen aus, weil das Wasser darin verdunstet oder die Feuchtigkeit eben weggeht. Und dann hat man jetzt keinen Sturzhelm, sieht man sich damit auf, aber man hat schon so ein bisschen festere Haare, wo es dann schwieriger wird mit dem Nachkämmen, aber gegebenenfalls, also im Optimalfall muss man ja auch gar nicht nachkämmen, wenn es dann schon so leicht ausgehärtet ist. Aber das Schöne ist eben, man hat hier nicht die absolute Chemiebombe auf den Haaren. Natürlich im Vergleich zu einer klassischen ölbasierten, gerade einer Homebrew-Pomade, könnte man sagen, vielleicht ein bisschen schon, weil hier ein bisschen mehr synthetische Stoffe drin sind, diese Emulgatoren. Aber wie gesagt, in dem Fall nur 6% von diesem Produkt bestehen aus synthetischen Stoffen. Vom Einarbeiten ganz einfach gewesen. Gelpomaden gehen ja immer noch ein bisschen leichter, finde ich, ins Haar als ähnlich feste Wachspomaden oder ölbasierte Pomaden. Von dem her gar kein Problem. Ich habe jetzt hier diesen schönen Duft um mich herum, den ich sehr, sehr, sehr cool finde. Und das Licken, seht ihr, geht ganz, ganz easy. Genauso wie, ich hätte jetzt fast Scheiteln gesagt, würde auch easy gehen, hätte ich einen gescheiten Scheitel. Aber so ist einfach nur ein auf die Seite kämmen. Und das Schöne ist, ich merke jetzt auch, dass es nicht sofort steinhart wird und anzieht, sondern ich habe schon Zeit, mich hier zu beschäftigen, meine Frisur zu stylen, alles genau dahin zu legen, wo ich möchte. Es ist nicht so, dass man es wie vom Haargel von manchen zum Beispiel, dass wenn man es in die Haare reinmacht, dass es sofort anfängt auszuhärten und ich dann mit dem Styling teilweise gar nicht hinterhergekommen bin, früher, als ich es noch verwendet habe. Und dann festgestellt habe, Mist, ich muss jetzt einfach noch meine Haare waschen und mal von vorne anfangen. Das ist hier nicht der Fall, sie bleibt schön geschmeidig und ich kann euch sagen, dass sie auch deutlich besser nachkämmbar bleibt als ein handelsübliches Haargel, wenn auch nicht natürlich ganz so gut wie eine klassische ölbasierte Pomade, weil es ja hier eine, wie gesagt, wasserbasierte Pomade ist, die eine leichte Aushärtung mit dabei hat. Aber man kommt trotzdem im Kamm einigermaßen durch oder mit den Fingern und es schuppt dabei auch nicht so aus wie zum Beispiel ein Haargel. Und ist in allem eine der besten wasserbasierten Pomaden, die ich so kenne, gerade weil halt einfach hier auch ein hoher Wert darauf gelegt wird, trotzdem so natürlich wie möglich zu bleiben. Wie bei allen Cherry-Violet-Produkten ist hier, dass das alles aus pflanzlichen Stoffen weitestgehend besteht, ganz, ganz weit im Vordergrund und ganz großes Thema. Vom Glanz her seht ihr, ist schon was da auf jeden Fall. Der wird jetzt aber noch ein bisschen matter werden, wenn es leicht trocknet. Und pendelt sich dann so bei einer Seidenmattengeschichte ein, was ja auch sehr schön ist. Und ich kann euch aber sagen, eure Haare werden sehr gut in Form gehalten davon. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn ihr die stärksten Locken habt, aber auf jeden Fall alle anderen Haartypen, die nicht ganz so schwer zu bändigen sind, sollten eigentlich ganz gut mit diesem Produkt klarkommen. Und wo wir jetzt gerade die Kamera ausgemacht haben, ist mir eingefallen, dass wir doch eigentlich schon mal das als Vorschlag hatten und auch schon mal probiert hatten, dass wir die Nachkennbarkeit gerade von so wasserbasierten Produkten nochmal vorführen, wenn ich das Produkt im Haar gesetzt habe. Und es ist jetzt genau eine Stunde her, seitdem ich mir die Cherry-Violet Younger Days ins Haar eingearbeitet habe. Und ich zeige euch mal, wie sich mein Haar jetzt verändert hat in der Zeit. Ihr seht vielleicht vom Glanz her, ist es schon ein bisschen matter geworden. Und das ist auch das, wo es jetzt bleibt. Es ist so ein bisschen durch die öligen Inhaltsstoffe da drin, ist noch so ein bisschen Glanz da, der auch nicht verschwinden wird. Aber im Vergleich zum frischen Einarbeiten, wo es noch so ein bisschen nass war sozusagen durchs Produkt, das ist jetzt eben weg. Und vom Nachkämmen her zeige ich es euch jetzt auch mal. Ich nehme jetzt einmal die grobe Kammseite und gehe durch. Und ihr seht, es ist nichts irgendwie, dass es schuppt oder knusprig wird. Ich muss sagen, es ist auch, was man bei manchen wasserbasierten Produkten ja öfter mal hat, wenn man dann einmal durchkämmt und es war sehr trocken, dass danach die Haare so fluffig sind, weil sich das Produkt im Grunde eigentlich ist aufgebrochen und ist danach nicht mehr so slickig, wie es eigentlich im feuchten Zustand war und ist dann so trocken und fluffig, die Frisur. Und das ist jetzt hier auch nicht der Fall. Das denke ich mal auch, das liegt vor allem an den Ölen und Wachsen, die da drin sind.
es ist immer noch so, dass ich meine Haare slicken kann. Vielleicht sogar genauso gut wie mit einer ölbasierten. Und das finde ich schon sehr herausstechend für eine wasserbasierte Pomade. Es gefällt mir sehr gut. Ihr seht, ich kann mir meine Haare wieder so tight und kompakt hinkämmen, wie sie vorher waren. Und habe jetzt einmal frisch durchgekämmt. Und sie ist doch überraschend gut kämmbar, die Pomade, obwohl sie eine wasserbasierte Gelpomade ist. Ja, jetzt haben wir, Stand jetzt, Ende 2022, alle Share Revival Pomaden, die wir hier haben, durchreviewt. Ich freue mich nach wie vor riesig, dass wir diese Produktreihe bei uns im Sortiment haben und würde mich freuen, wenn ihr die auch ausprobiert, falls ihr sie noch nicht kennt. Und hinterlasst doch gerne auch einen Kommentar, was ihr von Share Revival haltet, ob ihr da schon das ein oder andere Produkt testen konntet und ob es euch gefallen hat. Ich bin sehr begeistert und hoffe, dass euch auch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert doch, falls ihr es nicht getan habt. Schaut euch auch gerne unsere anderen Videos an. Schaut auch gerne auf Instagram und Facebook bei uns vorbei. Alle Links natürlich in der Videobeschreibung, genauso wie zu diesem Produkt natürlich und auch unsere ganzen anderen Kontaktmöglichkeiten. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald bei einem anderen Video wieder begrüßen dürfen und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund. Euer Flo.